Jo, moin! Ihr werdet sicher schon erkannt haben, wo ich mich hier befinde. Ich befinde mich am Aussichtspunkt Zuflucht. Und ja, von hier gehen eine der schönsten Strecken im ganzen Schwarzwald ab. Und ja, die fahren wir heute. Wir fahren jetzt Richtung Oppenau runter. Das sind ca. 8 Kilometer. Und dann Allerheiligen wieder hoch. Da machen wir den Zwischenstopp bei den Wasserfällen und schauen uns mal die Wasserfälle genauer an, anstatt immer nur vorbeizufahren. Und dann geht's auch noch weiter. Los geht's! Jo, und da sind wir schon auf der Strecke. Einfach eine sehr, sehr schöne Strecke. In meinen Augen fast schon die schönste Strecke im Schwarzwald hier. Und ja, es gibt schon einige Videos über die Strecke, muss ich dazu sagen. Der gute Slutty hat ein Video dazu gemacht. Ich glaube sogar aus dem Norden einer. Blackout verfolge ich jetzt nicht so ganz, ist nicht mein Content. Aber der war hier auch schon unten, hat ein Video dazu gemacht. Und ja, deswegen halte ich mich einfach mal kurz. Fasst es, was es zu sagen gibt, zusammen. Und ja, genießt die Strecke. Als erstes, ja, in meinen Augen ist diese Strecke eine der gefährlichsten Strecken hier im Schwarzwald. Dafür gibt es 4 Gründe, denn wir haben einmal teilweise sehr, sehr enge Straßen. Dann haben wir teils sehr enge Kurven bzw. Kurven, die auf einmal zumachen. Und wenn du die Strecke nicht kennst, dann ist das fatal, wenn man zu schnell unterwegs ist und damit nicht rechnet. Weil, ja, wenn man da zu schnell reinballert, dann war es das. Dann hängt man irgendwo im Gegenverkehr oder in der Leitplanke und das macht dann keinen Spaß mehr. Der dritte Grund sind ganz einfach die Leute, die hier unterwegs sind. Klar, ich bin jetzt gerade freitags abends unterwegs, da geht's noch. Es ist schon einiges los, aber es hält sich in Grenzen. Es gibt fast keine Motorradfahrer hier, alles super. Am Wochenende ist das hier voll mit Motorradfahrern. Ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes, aber wir haben halt auch die guten alten Sonntagsfahrer, die hier dann entlang ballern und ja, das ein bisschen überschätzen, was sie dann machen, und das macht dann auch keinen Spaß, weil ja, die kommen dann auf deiner Spur entgegen, überholen dich komplett bescheuert. Und zu guter Letzt, der letzte Grund ist, weil hier Anschläge auf Motorradfahrer passieren, gezielt auf Motorradfahrer in meinen Augen. Denn, ja, anders kann ich es nicht nennen. Anschläge ist schon ein hartes Wort, aber so ist es halt. Denn es werden Ölflecken, beziehungsweise es wird Öl auf die Fahrbahn gekippt, und das genau in die Fahrbahnmitte, wo wir Motorradfahrer unterwegs sind. Und das ist dann halt nicht ganz so geil. Denn jeder weiß, Öl auf dem Reifen, beziehungsweise als Motorradfahrer allgemein, wenn man da durchfährt, das war's einfach. Man rutscht weg. Im schlimmsten Fall kann man nicht mehr bremsen und ja, ab in die Leitplanke. Und das passiert hier leider öfters, deswegen muss man extrem aufpassen. So wie ich es mitgekriegt habe, wurde leider noch niemand dafür belangt oder verhaftet. Ich wünsche es dem echt, dass er irgendwie erwischt wird. Naja, in meinen Augen versuchter Mord, nicht ganz so geil. Was aber wiederum geil ist, ist hier diese Strecke. Einfach wunderschön. Und man kann hier überall zwischendurch schauen. Sprich, man sieht, ob irgendwas entgegenkommt. Man sieht, ob hier irgendwelche Hindernisse, große Hindernisse auf der Fahrbahn liegen. Macht Spaß hier zu fahren. Und schon sind diese traumhaften 8 Kilometer um. Schade, schade. Aber, naja, jetzt geht's weiter zu den Allerheiligen. Da müssen wir dann gleich rechts schräg hoch. Da ist auch eine wunderschöne Strecke. Ist zwar geschwindigkeitsbegrenzt, was ich ein bisschen schade finde, ist aber verständlich, weil hier relativ viele Anwohner sind. Und ich denke, daran sollte man sich auch einigermaßen halten, denn welche Anwohner hätte ich gar keinen Bock, wenn hier jeden Tag irgendwelche Leute hochpflastern und Lärm des Todes machen. Und aus dem Grund sind hier wahrscheinlich auch relativ viele Ölflecken zufällig auf der Straße verteilt worden. Ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Anwohner ja, ziemlich genervt von den ganzen Motorradfahrern sind und deswegen zu solchen Mitteln greifen. Auf der einen Seite, klar kann ich verstehen, dass man genervt ist, auf der anderen Seite, solche Mittel gehen halt überhaupt nicht. Und ich meine, es sind halt immer nur ein paar Leute, die es komplett übertreiben, und wegen solchen Leuten gibt es dann Ärger. Das muss halt nicht sein. Absolut nicht. Und wegen solchen Leuten gibt es dann auch Streckensperrungen. Ärgerlich, ärgerlich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben,
ob ihr es geil findet, solchen Content zu sehen, wo ich solche Strecken vorstelle, wo ich meine Meinung dazu abgebe. Oder ob ihr sagt, nö, ich habe meine eigenen Strecken, juckt mich nicht, ob du deine Strecken auch noch vorstellst. Würde mich echt interessieren, was ihr dazu meint. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Dann bleibt auf dem Laufenden. Ist nicht schlecht. So, und gleich sind wir bei den Wasserfällen. Da werde ich dann mein Motorrad abstellen und ein paar Bilder für euch machen, damit ihr seht, wie die Wasserfälle so aussehen und ob sich das überhaupt als Urlaubsziel bzw. Reiseziel so lohnt. Ich war hier selber noch nie, von daher interessiert mich das genauso. Ich mag es zwar überhaupt nicht, mein Motorrad irgendwo abzustellen, wo ich es nicht sehen kann, aber für euch, für den Content, mache ich das. Bis gleich. So, sind wir fertig mit den Wasserfällen. Es war echt schön. Lohnt sich mal hinzugehen und anzugucken und nicht nur immer dran vorbeizufahren. Kleiner Negativpunkt sind die ganzen Treppen zum Steigen. Echt unglaublich, wie viele Treppen das sind. Besonders in der Lederkombi. Ich bin schier gestorben. Ich bin einfach für euch gestorben. Aber das mache ich doch gerne. Dann war es das auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich fahre die Strecke noch zu Ende. Genießt die Fahrt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.